Hallo meine Lieben, willkommen in meiner Werkstatt und auf meinem Kanal. Heute zu einem Video, ich baue mal wieder eine Maschine. Ursprünglich habe ich ja angefangen, maschinebaumäßig mit dem Vorgänger von ihm, vom Tellerschleifer. Dann kam die Bandsäge dazu und jetzt baue ich mir noch eine Säge. Und zwar spreche ich von einer Dekupiersäge. Ja, die habe ich in der Vergangenheit öfters mal vermisst, wenn ich dann hier so mit der Laubsäge Ricke-Racke gemacht habe. Das ist immer ein bisschen anstrengend und deswegen habe ich mir überlegt, Dekupiersäge für die Sachen, die du jetzt in Zukunft sägen möchtest, in Feinmaterial, also Sperrholz, Multiplex, ist das eine ganz brauchbare Sache. Gebaut habe ich es mir so, dass ich sowohl diese gestifteten Sägeblätter einhängen kann, als auch die zum Einklemmen. Weil das war mir einfach ein bisschen zu müßig, jetzt mich auf eine Sache festzulegen, zumal ich von den Einklemmblättern noch jede Menge von früher übrig habe. Wenn euch das interessiert, dann bleibt dabei, es geht gleich los. Einen Hinweis habe ich noch, ich blende zwischendurch mal so ein paar Zeichnungen ein, Maßzeichnungen. Wenn die euch was nützen, grabt sie euch raus, baut das Ding nach, wenn ihr Lust darauf habt. Es geht jetzt einfach los. Okay? So ihr Lieben, nachdem ich nun die ganzen einzelnen Teile mal aufgelistet habe mit Maßen, komme ich jetzt einfach mal dazu, den ganzen Kram zusammenzubauen. Okay, jetzt kommt eine Sache, die ist nicht ganz so simpel. Allerdings ist er wichtig, und zwar ist das der Einbau der Achsen und der beiden Sägearme. Wenn ich das hinter mir habe und die alle schön parallel ausjustiert habe, dann sieht es ganz gut aus. Das mache ich mal ein bisschen im Schnelldurchlauf, weil das kann wirklich bis zu einer halben, dreiviertel Stunde dauern. Das möchte ich euch nicht antun müssen. Okay? So, das war's. Vorne haben wir noch ein leichtes Spiel, aber
Können wir eventuell durch einen Gleitstein hier vorne noch ändern, aber vielleicht muss ich das auch gar nicht. Jedenfalls kommt hier dran und dann weiter oben kommt die Halterung für die Sägeblätter und gut. Okay, los geht's. Jetzt machen wir endlich mal die Bestückung und da fangen wir am besten ganz vorne an und arbeiten uns nach hinten durch. Ganz vorne kommt dieses Teil rein, so, und das ist die Führung für den unteren Sägearm.